und herzlich willkommen zu unserer Episode BTS News. Wir sind Anna und das ist Part 2. Was ist passiert im BTS-Universum? Es ist sehr viel passiert und deshalb würde ich sagen, fangen wir direkt an. Es gab eine schlimme Situation, würde ich sogar sagen, dass ein Streamer, jetzt muss ich kurz seinen Namen gucken, Aaron Frost Puka, hat Morddrohungen von BTS-Fans bekommen, weil er in ihren Augen BTS beleidigt hätte. Er hat geschrieben, wenn BTS das Coronavirus hätte, dann würden deren Fans binnen 24 Stunden ein Heilmittel finden. Das lässt sich jetzt so oder so ausrichten. Einerseits hat er einfach nur die starke Verbindung der Fans zu BTS geäußert. Andererseits hat er natürlich die Band mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht, was einerseits rassistisch ist, weil der Virus ja aus Asien kam. Ich hätte darüber gedacht, die wäre rassistisch sein. Und die zweite Sache einfach ja generell, das ist halt eine Krankheit, das zu sagen, wenn das jemand hätte, dann wäre das und das passiert, ist ja schon irgendwie auch eine Beleidigung. Und ja, die Fans sind dann so ein bisschen auf den losgegangen, haben dem richtig Hassnachrichten geschrieben und auch versucht, seinen Twitter-Account zu hacken, damit der keine weiteren Tweets mehr da posten kann. Ja, wer sich mit BTS, ne? Ja, wer sich mit uns ARMY anlegt, muss sich gefasst machen. Kriegt ja Ärger. Genau, und ja, also meine Meinung dazu, ich bin immer der Meinung, dass wenn Leute irgendwas mit BTS schreiben, die nichts mit BTS am Hut haben, wollen die einfach nur den Hype mitnehmen. Ja. Weil jetzt gerade ist halt BTS in aller Munde und es ist jetzt auch mit der ganzen Amerika-Situation, dass die halt überall diese Auftritte dort haben, dass der neue Song rausgekommen ist, Dynamite und so. Und jeder will auf diesen Zug aufspringen. Und die Leute wissen einfach, dass selbst wenn die was Negatives sagen, kriegen die ja trotzdem diesen Hype ab. Ja, auch ob wenn negativ, trotzdem Hype. Genau, ob das jetzt negativ ist oder positiv. Deshalb, ich versuche das immer zu ignorieren, einfach solche Nachrichten, darauf nicht einzugehen, weil ich weiß, dass die Leute in der Regel einfach nur berühmt werden wollen mit sowas. Ja, da hast du recht. Aber wenn man sowas hört, denkt man sofort an die Negative. Ja. Deswegen denke ich, er meinte es auch negativ. Ja, ich denke persönlich auch, dass er es eher negativ gemeint hat als positiv. Und der hat nach diesem ganzen Hate gesagt, ja, ihr könnt mich ruhig alle hassen, keiner hasst mich so sehr, wie ich mich selbst hasse. Und da dachte ich so, okay, Time out an dieser Stelle. So, ja. Das war die erste News. Machen wir weiter. Okay, das zweite News war, dass die BTS-Armys machen sich natürlich Sorgen darüber, ob die BTS überfordert sind oder nicht. Und ich denke ehrlich gesagt, dass die komplett überfordert gerade sind, weil die haben ja 3 Albums in einem Jahr rausgebracht und das ist echt viel. Ja. Und machen Tournees überall die ganze Zeit. Und die haben schon davor 10 Stunden am Tag gearbeitet. Ich fürchte, die machen noch mehr als 10 Stunden jetzt. Ja. Die haben Angst, dass irgendwann Burnout einfach eintritt bei den einzelnen Members. Und ja, ich denke, das hat auch was damit zu tun, dass ja immer wieder diese Diskussion aufkommt, wann die einzelnen Member denn jetzt ins Militär gehen müssen. Militär, stimmt. Und dass sie deshalb versuchen, so viel wie möglich abzuarbeiten, damit, falls dann einer von denen oder 2 von denen ins Militär müssen, dass sie dann genügend Material haben. Ja. Genau, und das führt auch schon zu der nächsten News, die wir herausgefunden haben. Da ist jetzt immer so eine Frage, ne? Ist das wahr oder ist das nicht wahr? Weil es kommen zu dieser ganzen Militärsituation jeden Tag neue Sachen raus, neue Spekulationen, neue News zu dem Thema. Und irgendwie ist bis heute nicht so richtig bekannt, wann die überhaupt ins Militär gehen, ob zusammen oder nicht, ob eins davon. Genau, also wie wird das überhaupt stattfinden? Dann habe ich jetzt den Tweet gefunden, beziehungsweise war das so ein Beitrag von Allpop. Das ist so eine Seite auf Facebook. Blende ich euch hier ein. Korean politics are discussing if all the members of BTS can serve in the military together in 2025. Weiß ich auch nicht, ob das so die richtige Lösung ist. Alle zusammen auf einmal? Ja, aber die können vielleicht nicht so gut ohne den anderen performen zum Beispiel. Ich denke, sehr viele Armys werden böse sein deswegen, weil eine von den Lieblingssänger wäre dann nicht in der Gruppe gewesen. Und ich finde persönlich, es ist viel besser, wenn die zusammen dahin gehen, also auf
zur gleichen Datum rein, zur gleichen Datum raus und dann machen die alles zusammen wie immer. Ja, stimmt, hast du auch recht, ne? Und das nächste ist das BTS-Spiel Universe Story. Es ist rausgekommen und sehr viele ARMYs haben eigentlich, denke ich, an dem gleichen Tag das runtergeladen und der Server konnte nicht mehr folgen. Ja. Deswegen gab es ein bisschen Probleme damit. Ich hoffe jetzt, dass ihr das alle gedownloadet habt. Eine weitere Sache, das ist jetzt nicht unbedingt eine News, aber vielleicht eine hilfreiche Information für euch. Und zwar hat uns eine angehende Autorin, Schriftstellerin angeschrieben auf Instagram, dass sie einen eigenen Blog führt, wo sie Kurzgeschichten und Fanfictions veröffentlicht. Und wir haben uns ein paar ihrer Stories da durchgelesen und fanden das wirklich sehr, sehr, sehr schön, was sie tut. Ja. Deshalb, ja, wir blenden euch einmal hier den Namen ein. Ellie heißt sie und ihr Blog heißt elliemoon.blogspot.com. Das verlinken wir euch auch nochmal in der Infobox. Schaut dort gerne vorbei. Es kann wirklich sehr interessant sein, deswegen wird es sehr schön, wenn ihr da vorbeischaut. Genau, wir müssen uns alle gegenseitig unterstützen, deshalb erwähnen wir auch immer wieder gerne Leute, die auch etwas mit BTS zu tun haben. Und die letzte News ist, dass BTS war in der Jimmy Fallon Show, Tonight Show von Jimmy Fallon. Sehr bekannt, sehr berühmt in Amerika. Ich glaube, auch in Deutschland gucken sich das viele sehr gerne an, weil immer wieder sehr große Stars dort zu Besuch sind. Ja. Und jetzt gab es eine ganze BTS Week bei Jimmy Fallon, was richtig, richtig krass ist, für eine ausländische Band so viel Aufmerksamkeit zu bekommen in den Staaten, ist schon echt das ist krass. Unglaublich, ja. Es hat mich mega gefreut und die bringen jetzt jeden Tag, laden die halt so ein neues Video hoch, wo dann BTS einen ihrer Songs performt. Dazu haben wir auch schon ein Reaktionsvideo auf unserem Kanal zu dem Song Black Swan. Schaut euch das gerne an und ja, gebt uns dafür ein Like. Weil uns hat das wirklich mega gut gefallen und wie gesagt, es kommt jetzt eine ganze Woche lang immer wieder neue Videos raus und diese Videos landen immer wieder in den YouTube-Trends, was man auch erstmal schaffen muss. Das ist echt krass. Alles, was mit BTS zu tun hat, kommt irgendwie in die YouTube-Trends. Dafür von uns einen Daumen hoch an BTS. Ich bin wirklich geschockt manchmal, wie sie das eigentlich schaffen alles. Ja. Wow. Viel harte Arbeit steckt dahinter. Und natürlich auch die Unterstützung der Fans. Deshalb vergesst nicht immer, die Songs auch zu streamen. Schaut euch natürlich sehr gerne die Reaktionsvideos an. Ich meine, wir machen ja auch solche Videos. Wir freuen uns über jeden, der sich das anschaut. Aber vergesst nicht, die Originale immer zu streamen. Damit unterstützen wir unsere Boys. Und ja, das war es eigentlich auch schon mit den BTS-News für heute. Danke, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Sehr. Und falls es irgendwas Neues gibt, was wir ausgelassen haben, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Wir freuen uns darüber, Ja, wenn ihr uns informiert. Reden wir dann drüber im nächsten Video. Genau, falls euch dieses Format gefällt, gebt uns ein Like, abonniert bitte auch unbedingt unseren Kanal. Wir sagen es immer wieder, aber das ist einfach die größte Motivation für uns, wenn wir sehen, dass unsere Abonnentenanzahl steigt. Und ja, das gibt uns einfach Kraft, weiterzumachen. Ja, danke an die uns schon folgen und diese netten Kommentare schreiben. Wir freuen uns jedes Mal, dass wir das lesen. Deswegen danke euch wirklich sehr. Genau, an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an unsere lieben Zuschauer Finja und auch Barbara, die fast alle unserer Videos kommentieren. Und auch danke an Gochugaro TV, der schon ein paar unserer Videos gerepostet hat. Das war wirklich eine große, große Hilfe für uns. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke. Tschüss. Bye.